Mein Name ist Marcel Nussbaumer, ich bin Projektleiter Verkauf bei der Firma Garaventa. Ich habe die Ehre und das Privileg, hier die welterste Treeline im Hochhybrid zu bauen. Hochhybrid will hier die Zubringeranlage ins Gebiet ersetzen. Sie machen das mit einem Treeline. Das Treeline ist die Weiterentwicklung vom 3S-System, das man schon kennt. 2 Tragseile und 1 Zugseil. Da kann man mit mehreren Gondeln grosse Förderleistungen erzielen und man kann grosse Spannfelder fahren. Das heisst, man braucht wenig Stützen, kann grosse Seilfelder machen. Das ist effizient, um Gefahrensituationen eigentlich umzugehen. Jetzt, wo der Schnee weg ist, haben wir sofort begonnen mit der Montage. Am Montag ist es losgegangen. Jetzt, heute am Donnerstag steht das Traggerüst schon. Die weiteren Elemente werden angeliefert und wir kommen da recht gut voran. Das Projekt hat für uns eine Bedeutung für die Hochhybrid AG. Es ist ein Generationenprojekt natürlich. Es ist ein bisschen der Meilenstein auch. Und die Zubringerbahn ist immer etwas sehr Wichtiges für den Gast. Es ist der erste Eindruck und wenn er heimgeht am Abend, auch der letzte Eindruck. Und darum für uns sehr, sehr wichtig. Man kann das gar nicht in Worte fassen. Als wir die Anlage geplant haben, haben wir bewusst darauf geschaut, dass wir Tal- und Bergstationen schon bauen können, wenn die Altbahn noch in Betrieb ist. Für das haben wir die Stationen links und rechts versetzt. Und jetzt haben wir aber in der Talstation halt noch einen Bereich, wenn die Pendelbahnkabine von der bestehenden Bahn rausfährt, kommen wir mit dem Lichtraum in den Bereich von der neuen Bahn. Und darum haben wir den ersten Teil montieren. Der Rest wird dann sofort nachmontiert, wenn wir die alte Bahn außer Betrieb haben. Also es ist ja nicht nur die welterste Treeline. An dieser Treeline kommt auch das allererste Mal die neue Stella-Kabine zum Einsatz von unserer Gruppenfirma CWA. Wir sind hier bei der CWA in Olten und wir bauen aktuell die Stella-Kabine für die Hochhybrid, Kommission Wegloses Seebli, wo wir aktuell am Endausbau sind von den Scheiben, Innendach und Sitzen. Eine Innovation in dieser Kabine ist sicherlich auch die modulare Bauweise dieser Kabine, wo man verschiedene Interieur realisieren kann mit der gleichen Struktur. Oder auch halt die verschiedensten Optionen, die man von bestehenden Kabinen kennt, kann man eigentlich in dieser Kabine alle implementieren. Das Kabinengewicht ist bei etwas mehr als 1 Tonne und wir haben hier eine Nutzlast von 1500 Kilo, die maximal 20 Personen oder für einen alpinen Betrieb 18 Personen entspricht. Heute ist die letzte Fahrt bei unserer 55-jährigen Pendelbahn, der Luftseilbahn Wegloses Seebli. Heute ist wirklich die allerletzte Fahrt für unsere Gäste. Ein bisschen wehmütiger Tag, aber wir schauen auch positiv in die Zukunft, was da Neues wird entstehen bis in den nächsten Winter rein. Und nach der letzten Fahrt heute wird es dann Schlag auf Schlag losgehen.
Wir werden die alte Bahn demontieren, die neue Bahn möglichst schnell aufbauen und rechtzeitig auf den Winter in Betrieb gehen. Ja, heute steht Stützenstelle auf dem Programm mit dem Super Puma. Ja, wenn ihr hinter euch seht, sind ja die Stützelemente, die wir aufeinander stapeln. Hier haben wir Lasten mit bis 3,7 Tonnen, was generell schon langsam gegen die Leistungsfähigkeit geht, plus halt die Sommertemperaturen. Und das ist der Grund, warum wir jetzt heute Morgen früh wollten, also starten fliegen. Die letzten paar Tage haben wir hier auf dem Vormontageplatz, also der Talstation, haben wir die Stützenrohr vormontiert, ausgemessen, dass alles passt, Schrauben vorbereitet, Leiter montiert. Ja, es ist wichtig, dass die Monteure, Flughelfer besprechen, wie es abläuft, und dann der Flughelfer entsprechend mir die nötigen Anweisungen gibt und mich auf Einführhilfe und so Sachen darauf hinweist, dass wir alles vom Gleichen reden, und so klappt es dann auch. Also im ersten Stoss sind 112, im zweiten 96 und im dritten sind 84 Schrauben montiert worden. Also das heisst, pro Stütze sind es nahe an 300 24er HV-Garnituren drin. Ja, wichtig ist, dass man sicher gut vorbereitet, Löcher anzeichnet, weil es zum Oberrhein muss zusammenpassen muss. Ja, und das Wichtige ist, die Finger nie einklemmen. Ja, normalerweise sind wir eigentlich uns gewöhnt, dass die Rundrohrstützen weiter auseinander sind, nicht so nahe aufeinander. Da ist jetzt speziell daran, dass die Sättel aufliegen über 2 Stützen rein. Da wird nachher eigentlich die Herausforderung sein, dass wir die genau zueinander richten, dass die Sättel drauf passen. Ja, wir sind jetzt so mit dem Seilzug gerade beschäftigt, mit dem Tragseil einziehen. Um die zu ziehen, müssen wir zuerst das Vorseil einfliegen mit dem Helikopter. Nachher ein grösseres Stahlseil noch einziehen, dass wir das Tragseil eigentlich einziehen können. Ja, wir haben in der Bergstation oben 25 Tonnen Winde eingerichtet. Und in der Talstation haben wir Zeckwinde zum Bremsen. Und im Berg oben müssen wir mit 25 Tonnen ziehen und im Tal unten mit 16, 17 Tonnen bremsen. Dass wir das Seil um den Poller herumgebracht haben, haben wir 2 Hitrak eingerichtet, dass wir einerseits den Sack von der Strecke reinziehen können und einen Hitrak haben wir um den Poller herumgewickelt, dass wir eigentlich das Ende des Seils um den Poller herumziehen können. Wir haben heute angefangen mit dem Seilspleiss für die Endlosverbindung von dem Zugseil. Das ist ein 6-litziges Seil mit einem Seildurchmesser von 46 mm. Also der ganze Spleiss hebt eigentlich durch die Zugkraft, durch das Seil unter Spannung kommt und die Litzen, die 6 Litzen zutrüllen. Während dann das Einstecken, das wir mit Gummiband umwickelt haben, wird das eingeklemmt und so wird das Lösen verhindert. Wir sind jetzt eigentlich in der finalen Phase. Die Anlage 3, das ist elektrisch und von der Montage her eigentlich alles so weit parat. Jetzt geht es um die Feineinstellungen der Anlage. Wir stellen jetzt Bremsen einstellen, Sicherheitseinrichtungen, dass alles
so funktioniert wie es soll, dass auch der Fahrkomfort gewährleistet ist. Triline am Hochhybrid hier ist ein schönes Projekt zum Starten mit dem gesamten System Triline. Ja. Querseil- und Vollseilwinkel messen wir einerseits, dass wir die Berechnung verifizieren können, oder ob das mit der theoretischen Berechnung zusammenpasst. Andererseits, dass wir die Nachweise führen können, dass wir überall die Freigängigkeit der Fahrzeuge erfüllen. Jetzt geht es wirklich um die Feinstellungen und Sicherheitstests, dass noch in gut 2 Wochen nach der BAV-Abnahme auch alles so weit funktioniert und die Betriebsbewilligung erteilt werden kann. Ein komplett neues System. Vorher hatten wir eine Pendelbahn, jetzt eine Umlaufbahn mit dem Triline zusammen. Es gibt Haufen Änderungen für Personal und mit den Gästen. Das ist, denke ich, sind die grössten Herausforderungen. Wir sind natürlich extrem stolz, wie das ganze Projekt abgelaufen ist. Es ist ja eine Weltneuheit. Das heisst, wir mussten sehr viele Sachen neu konstruieren. Wir konnten es nicht testen. Und ich kann sagen, mit ganz wenigen Ausnahmen, die wir erwarten konnten, hat das hervorragend funktioniert. Ich glaube, dürfen wir jetzt mit vollem Stolz unseren Gästen übergeben. Und ich muss sagen, ich durfte schon mitfahren. Das ist ganz etwas Besonderes. Da kann man sich wirklich darauf freuen. Geschätzte Gäste, es ist ein Meilenstein heute. Speziell begrüßen möchte ich Wendy Holdner. Das ist die Tochter von der neuen 3S-Bahn. Besonderer Tag fürs Hochhybrig, für die Region. Eine neue Zobringeranlage. Das brauchst du nicht manchmal im Leben. Natürlich Stolz, Dankbarkeit, dass es so schön rausgekommen ist, dass wir unseren Gästen hoffentlich viel Freude bereiten können in der kommenden Saison. Die Vorfreude ist gross.